Lektion 1. Die Zimmerpflanzenpflege beherrschen. Guten Morgen, Anna. Ich habe mich gefragt, wie oft ich meine neuen Zimmerpflanzen gießen sollte? Das ist eine gute Frage, John. Das hängt wirklich von der jeweiligen Pflanze ab, aber ich kann einige allgemeine Richtlinien teilen. Okay, ich bin ganz Ohr. Ich möchte sicher gehen, dass ich mich gut um sie kümmere. Nun, die meisten Pflanzen gedeihen am besten, wenn Sie gießen, wenn die oberen 1 oder 2 Zentimeter der Erde trocken sind. Die Frequenz kann jedoch stark variieren. Ich verstehe. Also ist es kein Patentrezept? Exakt. Manche Pflanzen, wie Sukkulenten, ziehen es vor, dass die Erde zwischen den Bewässerungen stärker austrocknet. Andere, wie Farne, bleiben gerne etwas gleichmäßiger feucht. Das macht Sinn. Woran erkenne ich, ob ich eine Pflanze zu viel oder zu wenig bewässere? Gute Frage. Wenn die Blätter welken oder gelb werden, ist das normalerweise ein Zeichen von Unterbewässerung. Aber wenn die Blätter herabhängen oder der Boden ständig feucht ist, übertreibst du es vielleicht. Ich sehe jetzt die verräterischen Anzeichen. Danke für die Tipps, Anna. Ich möchte sicherstellen, dass ich meinen Pflanzen die perfekte Menge Wasser gebe. Natürlich. Und haben Sie keine Angst, Ihren Bewässerungsplan an die sich ändernden Jahreszeiten anzupassen. Der Wasserbedarf der Pflanzen kann das ganze Jahr über schwanken. Guter Punkt. Ich werde sie genau im Auge behalten und die Routine nach Bedarf anpassen. Gibt es noch etwas, auf das ich bei der Pflege von Zimmerpflanzen achten sollte? Nun, Sie sollten auch auf Dinge wie Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Düngung achten. Aber das Gießen ist definitiv der wichtigste Teil. Okay, ich hab's. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster, meine neuen grünen Freunde glücklich und gesund zu halten. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, John. Zimmerpflanzen können so lohnend sein, wenn man sie richtig pflegt. Absolut. Ich freue mich darauf, diese Tipps in die Praxis umzusetzen. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 2. Erkunden Sie die besten Museen und Kunstgalerien der Welt. Guten Morgen, Anna. Hast du letzte Woche die neue Ausstellung im British Museum gesehen? Nein, ich hatte keine Gelegenheit, es zu sehen. Wie war es? Ich habe gehört, dass das British Museum eine unglaubliche Sammlung hat. Es war unglaublich. Sie hatten all diese unschätzbaren antiken Artefakte ausgestellt, von ägyptischen Mumien bis hin zu mesopotamischen Keilschrifttafeln. Wow, das klingt faszinierend. Das British Museum muss eine der vielfältigsten Sammlungen der Welt haben. Absolut. Es ist wie eine Fundgrube der Menschheitsgeschichte unter einem Dach. Warst du in letzter Zeit in anderen beeindruckenden Museen? Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich vor ein paar Monaten den Louvre in Paris besucht. Die Kunstsammlung dort ist wirklich atemberaubend. Der Louvre, Die Mona Lisa persönlich zu sehen, war eine ziemlich surreale Erfahrung. Das war es wirklich. Ich verbrachte Stunden damit, durch die Galerien zu schlendern und mir all die Meisterwerke anzusehen. Das kann ich mir nur vorstellen. Museen wie der Louvre und das British Museum müssen auf der Wunschliste eines jeden Kunstliebhabers stehen. Auf jeden Fall. Und wissen Sie, es gibt so viele andere erstklassige Museen und Kunstgalerien, die es zu erkunden gilt. Oh, ganz sicher.
Ich wollte schon immer die Uffizien in Florenz besuchen. Ich habe gehört, dass sie eine unglaubliche Sammlung von Renaissancekunst haben. Die Uffizien, ja. Und vergessen Sie nicht das Museo del Prado in Madrid. Dort befinden sich einige der berühmtesten Gemälde Goyas. Gute Entscheidung. Spanien hat so viele tolle Museen. Ich würde auch gerne das Guggenheim in Bilbao besuchen, mit all dieser unglaublichen modernen Architektur. Absolut. Museen und Kunstgalerien sind solche Tore zu Kultur und Geschichte. Ich könnte Tage damit verbringen, sie zu erkunden. Ich auch. Es ist einfach inspirierend, von zeitlosen Kunstwerken und menschlichen Errungenschaften umgeben zu sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Vielleicht sollten wir bald zusammen einen Ausflug ins Museum planen. Klingt nach einem Plan. Ich wäre bereit, mit Ihnen einige der weltbesten Kunstinstitutionen zu besuchen. Lektion 3. Termine am Arbeitsplatz einhalten. Guten Tag, Anna. Hatten Sie die Gelegenheit, den Bericht, den ich geschickt habe, zu überprüfen? Hey John, ich habe es mir angesehen. Wir haben diese Woche vor Ablauf der Frist eine Menge Arbeit zu erledigen. Ich weiß, der Zeitplan ist knapp. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen können, wenn wir uns zusammenreißen und uns konzentrieren. Du hast recht, wir können uns derzeit keine Verzögerungen leisten. Was ist der Spielplan? Nun, ich dachte, wir könnten die Aufgaben aufteilen und sie parallel angehen. Das sollte uns helfen, die Effizienz zu maximieren. Gute Idee. Ich kann die Datenanalyse übernehmen und das bis morgen erledigen. Hervorragend. Ich werde an den schriftlichen Abschnitten arbeiten und einen Entwurf für Ihre Überprüfung bereithalten. Hört sich gut an. Wir müssen auch ein Check-in-Meeting vereinbaren, nur um sicherzugehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auf jeden Fall. Ich schicke heute eine Kalendereinladung für später. Auf diese Weise können wir alle Probleme frühzeitig lösen. Perfekt. Je mehr wir im Voraus erledigen können, desto weniger Probleme müssen wir am Ende erledigen. Exakt. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen erstklassigen Bericht vorlegen können, wenn wir organisiert bleiben und gut kommunizieren. Einverstanden. Ich denke, mit ein wenig Teamwork und Ausdauer können wir diese Frist absolut einhalten. Fantastisch. Ich schätze deinen proaktiven Ansatz sehr, Anna. Das wird den ganzen Unterschied ausmachen. Ich helfe gerne, John. Wir machen das zusammen und ich weiß, dass wir beide entschlossen sind, es richtig zu machen. Absolut. In Ordnung, lass uns loslegen. Je eher wir das abschließen können, desto eher können wir feiern. Du hast es. Zeit, den Kopf zu senken und durchzustehen. Ich bin bereit, wenn du es bist. Hört sich gut an. Okay, lass uns das machen. Lektion 4. Deine einzigartige Schönheit umarmen. Guten Morgen, Anna. Kann ich deine Meinung zu etwas hören? Absolut. John, was beschäftigt dich? Nun, ich fühle mich in letzter Zeit etwas unsicher, was mein Aussehen angeht. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute mich nicht attraktiv finden könnten. Oh, John, sei nicht so hart zu dir selbst. Schönheit ist so subjektiv.
Was eine Person attraktiv findet, mag eine andere nicht. Ich schätze, du hast recht. Manchmal ist es einfach schwer, mich nicht mit anderen zu vergleichen, weißt du? Ich verstehe, aber versuche dich auf deine Stärken und die Dinge zu konzentrieren, die dich einzigartig machen. Das ist es, was wirklich attraktiv ist. Ich nehme an, du hast nicht ganz unrecht. Ich neige dazu, mein eigener schärfster Kritiker zu sein. Exakt. Und sie wissen, was sie sagen. Selbstvertrauen ist die attraktivste Eigenschaft von allen. Glaubst du das wirklich? Ich hatte immer Probleme damit, mich in meiner Haut sicher zu fühlen. Absolut. Wenn du selbstbewusst bist, ist das magnetisch. Die Leute können nicht anders, als sich dazu hingezogen zu fühlen. Wow, so habe ich nie wirklich darüber nachgedacht. Du hast mir viel zum Nachdenken gegeben. Ich freue mich, dass ich eine andere Perspektive bieten konnte. Denken Sie daran, dass Ihr Wert nicht durch das definiert wird, was andere denken. Es geht nur darum, wie du dich selbst siehst. Weißt du, du hast recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren, meine einzigartigen Eigenschaften zu nutzen, anstatt mir so viele Sorgen zu machen. Das ist der Geist. Sobald du anfängst, dich selbst wirklich zu lieben und zu schätzen, wird sich der Rest von selbst ergeben. Du hast wirklich dazu beigetragen, mein Selbstvertrauen zu stärken, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ich freue mich so, das zu hören, John. Du verdienst es, dich in deiner Haut großartig zu fühlen. Danke, Anna. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, zuzuhören und Ihre Unterstützung anzubieten. Jederzeit. John. Dafür sind Freunde da. Lass uns jetzt dein neu gewonnenes Selbstvertrauen feiern. Klingt nach einem Plan. Führt den Weg. Lektion 5. Erkundung technischer Fachgebiete. Hey, Anna, kann ich dir über etwas den Kopf zerbrechen? Absolut. John. Was beschäftigt dich? Ich versuche zu entscheiden, ob ich mich auf künstliche Intelligenz oder Cybersicherheit spezialisieren soll, und ich könnte Ihre Meinung gebrauchen. Oh, das ist eine große Entscheidung. Zu was neigst du im Moment? Nun, ich finde beide Bereiche wirklich faszinierend, aber ich bin mir nicht sicher, welcher der bessere für mich wäre. Lassen Sie uns die Vor- und Nachteile der einzelnen durchdenken. Was interessiert Sie am meisten an Key? Ich bin wirklich fasziniert von dem Potenzial der Key, so viele Branchen zu revolutionieren. Die Idee, intelligente Systeme zu entwickeln, die lernen und sich anpassen können, ist einfach faszinierend. Ich sehe den Appell. Key ist ein sich schnell entwickelndes Feld mit so viel Raum für Innovationen. Aber was ist mit Cybersicherheit? Was reizt Sie daran? Die Idee, beim Schutz vor Cyberbedrohungen an vorderster Front zu stehen, gefällt mir sehr. Ich habe ein Händchen für Problemlösungen, und ich denke, das wäre praktisch. Auf jeden Fall. Cybersicherheit ist in der heutigen digitalen Landschaft von entscheidender Bedeutung. Beide Wege haben in Bezug auf Wachstum und Wirkung viel zu bieten. Das ist wahr. Das ist allerdings eine schwierige Entscheidung. Ich habe das Gefühl, dass ich in beiden Fällen hervorragende Leistungen erbringen könnte, aber ich mache mir Sorgen, die falsche Wahl zu treffen. Nun, vielleicht könntest du beide ein bisschen genauer erkunden, bevor du dich entscheidest?
Schauen Sie, ob Sie in jedem Bereich ein Praktikum oder eine Hospitationsmöglichkeit finden. Das ist eine tolle Idee. Praktische Erfahrungen zu sammeln, könnte mir wirklich helfen, herauszufinden, welches am besten zu mir passt. Exakt. Und haben Sie keine Angst, den Kurs zu ändern, wenn Sie feststellen, dass der andere Weg eher Ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. Du hast recht. Ich sollte nicht das Gefühl haben, dass ich mich für immer auf einen festlegen muss. Meine Optionen offen zu halten, ist wahrscheinlich der klügste Ansatz. Absolut. Das Wichtigste ist, dass Sie den Weg wählen, der Sie begeistert und mit Ihren langfristigen Zielen übereinstimmt. Danke, Anna. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, das mit mir zu besprechen. Es war super hilfreich. Ich freue mich, dass ich eine andere Perspektive bieten konnte. Lass mich wissen, wie es mit deiner Erkundung läuft, okay? Das werde ich tun. Dank dir fühle ich mich jetzt viel selbstbewusster, was diese Entscheidung angeht. Lektion 6. Produktivität im Griff. Guten Morgen, Anna. Kann ich dir über etwas den Kopf zerbrechen? Sicher, John. Was ist los? Ich hatte in letzter Zeit Probleme mit der Konzentration. Ich werde leicht von zu vielen Aufgaben überwältigt. Ich verstehe. Das ist heutzutage ein häufiges Problem bei all den Ablenkungen, denen wir ausgesetzt sind. Exakt. Ich habe das Gefühl, ständig mit 1 Million Dingen zu jonglieren, und das fordert langsam seinen Tribut. Nun, es gibt ein paar Strategien, die dir helfen könnten, konzentriert und produktiv zu bleiben. Ich bin ganz Ohr. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Nun, eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, ist die Priorisierung meiner Aufgaben. Ich mache eine To-Do-Liste und konzentriere mich zuerst auf die wichtigsten Dinge. Das macht Sinn. Der Versuch, alles auf einmal zu machen, ist wahrscheinlich der Grund für die Überforderung. Exakt. Und versuche Multitasking so weit wie möglich einzuschränken. Es ist tatsächlich weniger effizient, als an einer Sache nach der anderen zu arbeiten. Uff, ja, daran bin ich definitiv schuldig. Ich wechsle ständig zwischen verschiedenen Projekten. Ich weiß, es ist so verlockend. Aber wenn Sie Ihre volle Aufmerksamkeit einer Aufgabe widmen, kann dies Ihre Produktivität wirklich verbessern. Okay, also priorisieren und begrenzen Sie Multitasking. Gibt es sonst noch etwas, das für dich funktioniert hat? Nun, regelmäßige Pausen sind entscheidend. Selbst wenn Sie nur für 5 bis 10 Minuten wegtreten, können Sie Ihre Gedanken wieder in den Vordergrund rücken. Guter Punkt. Ich neige dazu, einfach durchzupflügen, bis ich gegen eine Wand stoße. Eine kleine Pause könnte genau das sein, was ich brauche. Exakt. Und vergiss nicht, auf dich selbst aufzupassen. Eis ist gut, bleib hydratisiert und schlafe genug. Die Grundlagen. Die vernachlässige ich definitiv, wenn ich im Produktivitätsmodus bin. Es ist so einfach zu machen. Aber diese Selbstpflegegewohnheiten können einen großen Unterschied in Ihrem Fokus und Ihrem Energieniveau bewirken. Du hast absolut recht. Okay, ich fühle mich inspiriert, einige dieser Strategien auszuprobieren. Danke, Anna. Jederzeit. John, lass mich wissen, wie es läuft. Bei Bedarf überlege ich mir gerne weitere Ideen. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen,
dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Produktivitätstipps zu teilen. Lektion 7. Technische Probleme. Hey Anna, kann ich deine Hilfe bei etwas bekommen? Sicher, was ist los? Nun, die TV-Fernbedienung in meinem Wohnzimmer funktioniert nicht. Es funktioniert nicht richtig. Oh nein, das ist so frustrierend. Was genau passiert damit? Es reagiert nicht, wenn ich die Tasten drücke. Das Fernsehgerät wechselt nicht die Kanäle und passt die Lautstärke nicht an. Das ist seltsam. Hast du versucht, die Batterien auszutauschen? Weißt du, ich habe die Batterien noch nicht überprüft. Das ist ein guter Anfang. Auf jeden Fall. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die am Ende das Problem sind. Du hast recht. Lass mich ein paar frische Batterien holen und sehen, ob das reicht. Okay, großartig. Wenn Sie schon dabei sind, sollten Sie vielleicht auch die Fernbedienung kurz abwischen. Gute Entscheidung. Es könnte sich Staub oder Schmutz ansammeln, sodass die Knöpfe haften bleiben. Exakt. Eine kleine Reinigung kann bei der Behebung solcher Probleme viel bewirken. In Ordnung, ich werde es versuchen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir dabei hilfst, das durchzudenken. Gar kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne bei allen technischen Problemen, mit denen Sie konfrontiert sind. Es ist so schön, einen technisch versierten Freund wie dich um sich zu haben. Ich lasse dich wissen, wie es läuft. Hört sich gut an. Drücken Sie die Daumen, die Batterien und ein wenig Reinigen reichen aus. Ich auch. Ich melde mich gleich wieder, um über den Fortschritt der Fernbedienung zu berichten. Lektion 8. Café Dreams. Guten Morgen, Anna. Ich habe aufregende Neuigkeiten für Sie. Oh, erzähl es. Oh, was ist los? Nun, ich habe darüber nachgedacht, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Oh, das ist wunderbar. Welche Art von Geschäft ziehen Sie in Betracht? Eigentlich möchte ich ein Café eröffnen. Ein Ort, an dem sich Menschen treffen, entspannen und gutes Essen und Trinken genießen können. Ein Café. Das klingt nach einer so gemütlichen und einladenden Idee. Warum hast du dich dafür entschieden? Ich habe die Atmosphäre von Cafés schon immer geliebt. Den Duft von frisch gebrühtem Kaffee, das Geschwätz der Menschen, die bequemen Sitzgelegenheiten. Ich denke, es wäre eine großartige Möglichkeit, die Community zusammenzubringen. Ich kann den Reiz definitiv erkennen. Und welche Art von Essen und Getränken hatten Sie sich für Ihr Café vorgestellt? Nun, ich möchte mich auf hochwertige Zutaten aus der Region konzentrieren. Vielleicht einige Kaffeespezialitäten, handgemachtes Gebäck und eine Auswahl an leichten Mittagsgerichten. Das klingt alles absolut köstlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die köstlichen Aromen durch die Luft wehen. Genau. Und ich möchte einen Raum schaffen, der alle willkommen heißt, Familien, Studenten, Telearbeiter, was auch immer. Das ist so ein fantastisches Konzept. Ich freue mich wirklich für dich, John. Hast du schon angefangen, an einem Geschäftsplan zu arbeiten? Das habe ich tatsächlich. Ich bin noch in der Anfangsphase,
aber ich recherchiere und plane viel, um sicherzugehen, dass ich es richtig mache. Ich bin mir sicher, dass sich all deine harte Arbeit auszahlen wird. Lassen Sie mich wissen, ob ich etwas tun kann, um Sie dabei zu unterstützen. Das weiß ich wirklich zu schätzen, Anna. Es bedeutet mir viel, einen Freund zu haben, der so begeistert von meinen Kaffeeträumen ist. Natürlich. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie deine Vision zum Leben erweckt wird. Versprich mir einfach, dass du mir einen Platz als Stammkunde freischaltest. Du hast es. Ich werde sicherstellen, dass ich den besten Tisch im Haus für dich reserviere. Lektion 9. Hotelvorteile. Hallo Anna, ich habe aufregende Neuigkeiten zu meinem bevorstehenden Hotelaufenthalt. Oh, erzähl es. Was ist der Überblick? Nun, das Hotel bietet eine kostenlose Geschenkbox für alle Gäste an. Ist das nicht toll? Wow, das ist wunderbar. Welche Artikel sind in der Geschenkverpackung enthalten? Soweit ich gehört habe, bietet es allerlei kleinen Luxus, hochwertige Toilettenartikel, lokale Snacks und sogar einen Gutschein für ein kostenloses Getränk an der Bar. Das ist so nett von dem Hotel, dass es diese zusätzlichen Vergünstigungen bietet. Was für ein netter Vorteil für Gäste. Absolut. Da freue ich mich wirklich noch mehr auf den Aufenthalt. Oh, und habe ich die Öffnungszeiten des Fitnesscenters des Hotels erwähnt? Nein, was sind die Öffnungszeiten? Ich bin immer neugierig auf die Annehmlichkeiten eines Hotels. Das Fitnesscenter ist rund um die Uhr geöffnet, was perfekt für mein Training am frühen Morgen ist. 24 Stunden Zugang? Das ist unglaublich praktisch. Sie können jederzeit, Tag und Nacht, ein Training absolvieren. Genau. Ich bin wirklich beeindruckt von all den kleinen Details, die dieses Hotel bietet, um einen komfortablen und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. Es hört sich so an, als würden Sie wirklich alles daran setzen, Ihren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Sie haben Glück, all diese großartigen Annehmlichkeiten nutzen zu können. Ich weiß, ich fühle mich ziemlich verwöhnt. Aber hey, ich denke, ich könnte mir diese Reise genauso gut ein bisschen gönnen, findest du nicht? Unbedingt. Du verdienst es, dir selbst etwas zu gönnen. Genießen Sie alle Vorteile und zusätzlichen kleinen Luxus, den das Hotel zu bieten hat. Das ist der Plan. Ich kann es kaum erwarten, alles aus erster Hand zu erleben. Nun, hab eine wundervolle Zeit, John. Lass mich wissen, wie alles läuft, wenn du zurückkommst. Werde ich tun, Anna. Danke, dass du an meiner Begeisterung teilst. Lektion 10. Fitnessziele. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dich zu etwas um Rat fragen. Natürlich. John, womit kann ich dir helfen? Nun, ich habe in letzter Zeit versucht, meine Fitnessziele im Auge zu behalten, aber ich habe Mühe, meine Motivation aufrechtzuerhalten. Ich verstehe. Das ist eine häufige Herausforderung, vor der viele Menschen stehen. Hast du irgendwelche Tipps, die du teilen kannst, um motiviert zu bleiben? Das ist eine gute Frage. Ich habe festgestellt, dass mir das Setzen bestimmter, messbarer Ziele wirklich geholfen hat. Ich versuche zum Beispiel, 4-mal pro Woche zu trainieren und meine Fortschritte zu verfolgen. Das ist fantastisch. Es ist wichtig, klare, erreichbare Ziele zu setzen. Und wenn Sie Ihre Fortschritte unterwegs verfolgen, sind Sie rechenschaftspflichtig, nicht wahr?
Exakt. Es gibt mir ein Erfolgserlebnis, wenn ich diese Ziele erreiche. Aber manchmal rutsche ich immer noch aus. Ich verstehe. Was hilft Ihnen Ihrer Meinung nach, wieder auf Kurs zu kommen, wenn das passiert? Nun, ich versuche mich daran zu erinnern, warum ich diese Fitnessreise überhaupt begonnen habe. Die Konzentration auf das Gesamtbild motiviert mich, die schwierigen Momente zu überstehen. Das ist wirklich klug. Sich wieder mit dem zugrunde liegenden Warum zu verbinden, kann so mächtig sein, um diese Motivation neu zu entfachen. Gibt es noch andere Taktiken, die du für nützlich befunden hast? Nun, ich finde auch, dass das Mischen meiner Trainingseinheiten und das Ausprobieren neuer Aktivitäten dazu beiträgt, die Dinge frisch und interessant zu halten. Auf jeden Fall ist diese Vielfalt wichtig. Sie verhindert Langeweile und fordert deinen Körper auf unterschiedliche Weise heraus. Absolut. Und natürlich macht es auch einen großen Unterschied, einen unterstützenden Freund wie dich zu haben, mit dem man die Dinge besprechen kann. Oh, ich freue mich, dass ich ein offenes Ohr haben konnte. Wir alle brauchen diese Ermutigung manchmal auf unseren Fitnessreisen. Ganz gewiss. Danke für den tollen Rat, Anna. Ich fühle mich wieder voller Energie und bereit, mein nächstes Training zu starten. Lektion 11. Abenteuer im Freien. Hey Anna, ich habe mich gefragt, ob du dieses Wochenende Lust auf Spaß im Freien hast? Oh, das klingt toll. Was hattest du im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten ein Spiel wie Frisbee oder Volleyball spielen. Etwas Aktives und Angenehmes. Ein Frisbee-Spiel. Das klingt fantastisch. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, aber früher habe ich es geliebt. Toll, ich auch. Ich bringe auf jeden Fall einen mit. Vielleicht finden wir einen schönen Park oder Strand zum Herumwerfen. Perfekt. Die frische Luft und der Sonnenschein werden nach dem Einsperren so erfrischend sein. Und ein kleiner freundschaftlicher Wettbewerb macht immer Spaß, oder? Unbedingt. Aber ich muss dich warnen, meine Frisbee-Fähigkeiten sind auf den Punkt gebracht. Es könnte dir schwer fallen, Schritt zu halten. Haha, das werden wir sehen. Ich wette, ich kann dir Konkurrenz machen. Vielleicht bringst du dir sogar den ein oder anderen Trick bei. Oh, ich bin fasziniert. Okay, Herausforderung angenommen. Das wird ein Knaller. Ich kann es kaum erwarten. Wir müssen alle Details planen, wo wir uns treffen, zu welcher Uhrzeit und so weiter. Ganz gewiss. Ich schicke dir die Einzelheiten, sobald ich alles herausgefunden habe. Das wird ein tolles Wochenende. Ich stimme zu, John. Outdoor-Abenteuer mit guten Freunden sind die besten. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich auch, Anna. Das wird ein Knaller. Okay, ich werde mit der Planung beginnen und dich bald über die Details informieren. Lektion 12. Gruselige Krabbeltiere. Jo, Anna, hattest du schon einmal komische Begegnungen mit Käfern oder Insekten? Jetzt wo du es erwähnst, habe ich ein paar Geschichten. An was für gruselige Krabbeltiere denkst du? Nun, ich habe gerade gelesen, dass Tausendfüßler zig Beine haben. Ist das nicht verrückt? Pfui, erinnere mich nicht daran. Diese Dinge machen mir Angst. Die Art, wie sie herumhuschen, ist einfach beunruhigend. Ich weiß, oder?
Und wusstest du, dass Flöhe das 200-fache ihrer eigenen Körpergröße springen können? Apropos beeindruckend. Uff, lass mich nicht mit Flöhen anfangen. Mein armer Hund musste sich ein paar Mal mit ihnen auseinandersetzen. Diese Bisse sind die schlimmsten. Huch, das klingt miserabel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Schädlinge überall auf mir herumkrabbeln. Es ist das absolut Schlimmste. Ich bin nur froh, dass ich keine Haustiere habe, die sie nach Hause bringen können. Allerdings habe ich neulich eine Spinne in meiner Badewanne gefunden. Spinnen, hm? Die sind eine ganz andere Art von gruselig. Wegen dieser Typen überprüfe ich immer meine Schuhe, bevor ich sie anziehe. Haha, ich auch. Man kann nie vorsichtig genug sein. Obwohl einige Spinnen eigentlich ziemlich cool sind, wie die komplizierte Netze spinnen. Das stimmt, ich denke, sie sind nicht alle schlecht. Trotzdem nehme ich jeden Tag einen süßen kleinen Marienkäfer einem gruseligen Krabbeltier vor. Auf jeden Fall. Marienkäfer sehen so viel freundlicher aus. Allerdings habe ich gelesen, dass sie tatsächlich beißen können, wenn man sie erschreckt. Warte, wirklich? Uff, ich weiß nicht, ob ich im Moment irgendwelchen Insekten trauen kann. Sie sind alle hinter uns her. Haha, sei nicht so dramatisch. Die meisten Bugs wollen einfach nur ihren Geschäften nachgehen. Wir sind diejenigen, die in ihren Raum eindringen. Ich nehme an, du hast nicht ganz Unrecht. In Ordnung, ich werde versuchen, unseren kleinen sechsbeinigen Freunden gegenüber aufgeschlossener zu sein. Das ist der Geist. Wer weiß, vielleicht finden Sie einige von ihnen sogar faszinierend, wenn Sie mehr über sie erfahren. Das werden wir sehen. Vorerst werde ich sie nur aus sicherer Entfernung bewundern. Lektion 13. Vorausdenken. Guten Morgen, Anna. Kann ich dir etwas sagen? Neulich habe ich auf der Arbeit einen Witz erzählt, aber ich mache mir Sorgen, dass er falsch rübergekommen sein könnte. Hallo John, natürlich. Was ist passiert? Ich freue mich, dir meine Gedanken mitzuteilen. Nun, sehen Sie, ich habe eine Bemerkung zum neuen Haarschnitt eines Kollegen gemacht. Ich meinte es als Kompliment, aber ich mache mir Sorgen, dass es so geklungen haben könnte, als würde ich mich über sie lustig machen. Ich verstehe. Die Art und Weise, wie wir Dinge formulieren, kann manchmal definitiv schwierig sein. Was genau hast du gesagt? Ich sagte nur etwas wie wow, deine neue Frisur ist wirklich einzigartig, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, hätte das beleidigend wirken können. Ich verstehe, was du meinst. Auch wenn du es positiv gemeint hast, kann einzigartig manchmal eine negative Konnotation haben. Genau. Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen oder sie unsicher machen. Denkst du, ich sollte mich entschuldigen? Das ist eine schwierige Entscheidung. Einerseits zeigt es, dass du über ihre Gefühle nachdenkst. Aber auf der anderen Seite könnte es mehr Aufmerksamkeit darauf lenken. Ja, darüber mache ich mir Sorgen. Ich will sie nicht noch weiter in Verlegenheit bringen, indem ich eine große Sache draus mache. Vielleicht ist der beste Ansatz, in Zukunft einfach achtsamer zu sein. Achten Sie genauer darauf, wie Ihre Kommentare wahrgenommen werden könnten. Du hast recht, das ist wahrscheinlich der klügste Schachzug. Ab jetzt muss ich bei meiner Wortwahl besonders vorsichtig sein. Exakt.
Und wenn Sie versehentlich etwas sagen, das falsch interpretiert werden könnte, ist eine einfache, aufrichtige Entschuldigung oft der beste Weg, dem entgegenzuwirken. Vermerkt. Danke für den Rat, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen. Natürlich sind Freunde dafür da. Denken Sie daran, ein wenig Empathie und Selbstbewusstsein können viel bewirken. Auf jeden Fall. Das behalte ich im Hinterkopf. Apropos, ich sollte wahrscheinlich auch mehr Rücksicht darauf nehmen, wie meine Witze landen. Guter Punkt. Humor kann schwierig sein, besonders in einem professionellen Umfeld. Es ist immer am besten, auf Nummer sicher zu gehen. Du hast absolut recht. In Zukunft werde ich darüber nachdenklicher nachdenken müssen. Ich kann nicht vorsichtig genug sein, wenn es um diese Dinge geht. Exakt. Gehen Sie lieber auf Nummer sicher, als zu riskieren, jemanden zu beleidigen, auch wenn es unbeabsichtigt ist. Behalte einfach diese Perspektive im Hinterkopf. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser darauf vorbereitet, mich in solchen Situationen zurechtzufinden. Lektion 14. Ethische Dilemmata. Jo, Anna, kann ich deine Meinung zu etwas hören? Ich habe ein kleines ethisches Dilemma bei der Arbeit. Absolut. John, ich leihe gerne ein Ohr. Was ist los? Nun, du weißt, wie Nike in letzter Zeit wegen einiger ihrer Arbeitspraktiken in den Nachrichten war, oder? Ja, ich habe die Berichte gesehen. Ja, es ist definitiv besorgniserregend. Richtig. Also hat mich mein Manager gerade gebeten, bei der Ausarbeitung einer Erklärung zu helfen, in der die Maßnahmen des Unternehmens verteidigt werden. Das ist eine schwierige Situation. Wie denkst du darüber? Ich meine, ein Teil von mir will einfach mitmachen, weißt du? Es ist mein Job und ich will keinen Staub aufwirbeln. Ich verstehe das. Aber widerspricht das nicht Ihrer eigenen persönlichen Ethik? Genau. Genau damit habe ich zu kämpfen. Ich fühle mich nicht wohl dabei, etwas zu verteidigen, an das ich nicht glaube. Ich verstehe. Nun, was sind deine anderen Optionen hier? Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre Bedenken Ihrem Manager mitzuteilen? Das habe ich, aber ich mache mir Sorgen, dass das meine Position gefährden könnte. Das ist eine ziemlich hochrangige Rolle, und ich kann es mir nicht leisten, sie zu verlieren. Ich verstehe die Sorge, aber Schweigen könnte auf lange Sicht auch Ihr Gewissen belasten. Ja, das stimmt. Es ist einfach eine so heikle Situation, weißt du? Ich möchte keine Wellen schlagen, aber ich möchte auch keine Kompromisse bei meinen Werten eingehen. Nun, vielleicht gibt es hier einen Mittelweg. Vielleicht könnten Sie eine offene und ehrliche Diskussion mit Ihrem Manager über Ihre Reservierungen führen. Denkst du, das könnte funktionieren? Ich weiß nicht, vielleicht nehmen sie es nicht so gut auf. Es ist einen Versuch wert. Erklären Sie ruhig Ihre Perspektive und schauen Sie, ob Sie eine Lösung finden können, bei der Sie sich beide wohlfühlen. Okay, du bringst ein faires Argument vor. Okay, ich probiere es mal aus. So kann ich zumindest sagen, dass ich versucht habe, es direkt anzusprechen. Exakt. Und wer weiß, vielleicht respektiert Ihr Manager sogar Ihre prinzipientreue Haltung zu diesem Thema. Das ist eine gute Sichtweise. In Ordnung, ich probiere es aus. Danke, dass du das mit mir besprochen hast, Anna.
Natürlich jederzeit. Denken Sie daran, manchmal ist es nicht einfach, das Richtige zu tun, aber am Ende lohnt es sich immer. Du hast absolut recht. Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, mir beim Nachdenken zu helfen. Es bedeutet wirklich viel. Lektion 15. Kindheitserinnerungen. Guten Morgen, Anna. Hey, ich habe neulich gerade in Erinnerungen an unsere Kindheit geschwelgt. Oh wirklich? Was hat diese Reise in die Vergangenheit ausgelöst? Nun, ich bin neulich an unserer alten Nachbarschaft vorbeigegangen und es hat einfach so viele schöne Erinnerungen geweckt. Ich weiß, was du meinst. Wir hatten tolle Zeiten, als wir dort aufgewachsen sind, nicht wahr? Absolut. Ich erinnere mich noch daran, wie ich jeden Morgen mit dir und Jane zur Schule gegangen bin. Oh wow, ja. Das waren Zeiten. Wir haben immer versucht, uns gegenseitig zum Schulhof zu rennen. Haha, und du hast uns immer geschlagen, obwohl ich schwöre, ich hatte längere Beine. Hey, was kann ich sagen? Ich war der Schnellste. Ihr zwei hattet keine Chance. Das ist wahr. Ich glaube, ich war eher der Ungeschickte, der manchmal über meine eigenen Füße stolperte. Oh, sei nicht so hart zu dir selbst. Damals hatten wir alle unsere Macken. Ja, zum Beispiel warst du immer derjenige, der daran gedacht hat, zusätzliche Snacks für den Heimweg mitzubringen. Oh mein Gott, ja. Ich weiß nicht, wie ich all das im Auge behalten habe. Wahrscheinlich genauso, wie du es geschafft hast, alle Einsen zu bekommen, ohne es zu versuchen. Haha, ich würde nicht sagen, dass es ohne Mühe war. Aber ich vermisse diese unbeschwerten Schultage. Ich auch. Damals war es einfach so einfach, weißt du? Keine wirklichen Verpflichtungen, nur spielen und lernen. Auf jeden Fall. Ich schätze diese Erinnerungen sehr. Es ist schön, in Erinnerungen an die guten alten Zeiten zu schwelgen. Absolut. Danke, dass du mit mir eine Reise in die Vergangenheit gemacht hast, Anna. Es war ein echter Leckerbissen. Lektion 16. Neue Erfahrungen. Hey, Anna, hast du in letzter Zeit etwas Aufregendes gemacht? In der Tat habe ich das getan. Ich habe letzte Woche diese wirklich interessante Vorlesung besucht. Oh, worum ging es? Ich bin immer begierig darauf, neue Dinge zu lernen. Es ging nur um das Paranormale, kannst du es glauben? Geister und Spuk und all das. Wo, wirklich? Das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe es, das Unbekannte zu erkunden. Ich dachte, das könnte dich interessieren. Der Sprecher war dieser Experte für übernatürliche Phänomene. Das ist so cool. Was waren einige der wichtigsten Dinge, die du gelernt hast? Nun, sie sprachen über all diese gemeldeten Geistersichtungen aus der ganzen Welt. Faszinierend. Haben Sie irgendwelche Erklärungen oder Theorien darüber angeboten, was diese Begegnungen verursacht? Das haben sie getan. Offenbar gibt es viele wissenschaftliche Hypothesen, wie elektromagnetische Felder und dergleichen. Das ist wirklich faszinierend. Ich würde gerne irgendwann mehr darüber erfahren. Unbedingt.
Wir sollten uns treffen und Geschichten über unsere eigenen paranormalen Erfahrungen austauschen. Oh Mann, ich habe ein paar gute im Ärmel. Das ist genau mein Ding. Ich wusste, dass du interessiert sein würdest. Es macht immer Spaß, neue Ideen und Perspektiven zu entdecken. Auf jeden Fall. Ich bin immer bestrebt, etwas über Dinge zu lernen, die außerhalb meiner normalen Routine liegen. Das Gleiche hier. Das macht das Leben interessant, weißt du? Es erweitert unseren Horizont. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Danke, dass du das mit mir geteilt hast, Anna. Ich freue mich wirklich darauf, tiefer zu tauchen. Lektion 17. Reiseplanung. Hallo Anna, ich plane bald eine Auslandsreise und ich könnte deinen Rat gebrauchen. Oh, wo willst du hingehen? Ich liebe Reiseplanung. Ich erwäge ein paar verschiedene Optionen, bin mir aber nicht sicher, wo ich anfangen soll. Nun, das Erste, was ich normalerweise mache, ist online zu recherchieren, um einige gute Hoteloptionen zu finden. Das ist eine tolle Idee. Ich habe mich gefragt, wie ich das am besten angehen kann. Ich finde es hilfreich, Bewertungen zu lesen und die Ausstattung verschiedener Hotels zu vergleichen. Ah, das macht Sinn. Irgendwelche Tipps, um die zuverlässigen Bewertungen von den voreingenommenen zu trennen? Auf jeden Fall. Ich versuche, nach Bewertungen von verifizierten Reisenden zu suchen, nicht nur von zufälligen Personen. Ah, das ist ein kluger Ansatz. Und was ist mit der eigentlichen Buchung des Hotels? Normalerweise buche ich gerne direkt über die Website des Hotels, wenn ich kann. Auf diese Weise weiß ich, dass ich den besten Preis erhalte. Ah, gutes Argument. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Was ist mit Flügen? Gibt's da irgendwelche Ratschläge? Bei Flügen vergleiche ich immer zunächst die Preise verschiedener Fluggesellschaften und Buchungsseiten. Hervorragend, das ist wirklich hilfreich. Ich möchte sicher gehen, dass ich das beste Angebot kriege. Exakt. Und vergiss nicht, bei deinen Terminen flexibel zu sein, wenn du kannst. Das kann viel sparen. Ah ja, das ist ein toller Tipp. Ich muss mit den Daten herumspielen und schauen, was am besten funktioniert. Auf jeden Fall. Der Schlüssel liegt darin, Ihre Recherchen im Voraus durchzuführen, um eine reibungslose und erschwingliche Reise zu gewährleisten. Ich schätze all diese Erkenntnisse wirklich, Anna. Das wird mir sehr nützlich sein, wenn ich mit der Planung beginne. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Werde ich machen. Danke nochmal. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster, was den ganzen Prozess angeht. Lektion 18. Lieblingscafé. Guten Morgen, Anna. Warst du in letzter Zeit in dem neuen Café in der Innenstadt? Du meinst die für ihre tollen Sandwiches und Backwaren bekannt ist? Ich liebe diesen Ort. Ja, das ist es. Ich dachte daran, dort schnell zu Mittag zu essen. Was bekommst du normalerweise? Oh, ihr gegrillter Käse ist ein Traum. Die Kombination aus geschmolzenem Käse und geröstetem Brot ist einfach perfekt. Oh, das klingt köstlich. Ich bin allerdings eher ein Fan von Süßigkeiten. Was ist mit Ihrem Gebäck?
Ihre Croissants sind nicht von dieser Welt. Außen schuppig und innen butterweich. Das klingt himmlisch. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich weiß, oder? Sie wissen wirklich, wie man backt. Hast du Ihre Zitronenriegel schon einmal probiert? Nein, habe ich nicht. Sind sie so gut wie die Croissants? Noch besser. Der helle Zitronengeschmack gepaart mit der krümeligen Shortbread-Kruste. Es ist göttlich. Wow, die muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht hole ich sogar ein paar ab, um sie zurück ins Büro zu bringen. Das ist eine tolle Idee. Ihre Mitarbeiter werden Sie dafür lieben. Schnappen Sie sich einfach welche, bevor sie ausverkauft sind. Guter Punkt. Das Gebäck fliegt wahrscheinlich aus den Regalen. Ich sollte besser früh da sein. Auf jeden Fall. Es ist ein so beliebter Ort, dass Sie manchmal kaum mit der Nachfrage Schritt halten können. Nun, du hast mich auf jeden Fall davon überzeugt. Ich weiß, wo ich heute zu Mittag essen werde. Viel Spaß. Lass mich wissen, was du am Ende bekommst. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Menüempfehlungen. Werde ich machen. Danke, Anna. Ich bin sicher, ich komme bald zurück, um mehr von ihren köstlichen Angeboten zu probieren. Lektion 19. Hawaii erkunden. Aloha, Anna. Warst du schon einmal auf Hawaii? Nein, habe ich nicht, aber es steht definitiv auf meiner Bucketlist. Ich habe gehört, es ist ein absolutes Paradies. Das ist es wirklich. Ich hatte vor ein paar Jahren die Gelegenheit, es zu besuchen, und es war ein unvergessliches Erlebnis. Was war dein Lieblingsteil? Ich will unbedingt mehr über die Inseln erfahren. Oh Mann, wo fange ich überhaupt an? Die atemberaubenden Strände, die üppigen tropischen Wälder, die freundlichen Einheimischen, das alles ist einfach unglaublich. Das klingt unglaublich. Ich habe gehört, dass das Essen auch ziemlich toll ist. Was waren einige deiner Lieblingsgerichte? Oh, das Essen war nicht von dieser Welt. Sie müssen das traditionelle hawaiianische Mittagessen probieren. Kalua-Schweinefleisch, Poi und Lomi-Lomi-Lachs. Poi. Was in aller Welt ist das? Das klingt nicht sehr appetitlich. Es ist eine Grundstärke, die aus Taro-Wurzeln hergestellt wird. Sie hat einen einzigartigen, leicht süßen Geschmack. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist tatsächlich richtig gut. Interessant. Ich muss unvoreingenommen sein, falls ich es jemals dorthin schaffe. Was ist mit den Stränden? Ich habe gehört, dass sie zu den besten der Welt gehören. Unbedingt. Waikiki Beach ist wunderschön, mit seinem weichen weißen Sand und kristallklarem Wasser. Aber mein Favorit war Lanikai Beach auf Oahu. Lanikai Beach, hm? Daran muss ich mir erinnern. Was hat es zu deinem Favoriten gemacht? Die Farbe des Wassers ist einfach unwirklich, dieses lebendige Türkis, das Sie sonst nirgendwo sehen. Und die Aussicht auf die Mokulua-Inseln ist atemberaubend. Wow, das klingt wie ein Paradies. Ich muss so schnell wie möglich mit der Planung einer Reise dorthin beginnen. Gibt es noch andere Orte, die Sie unbedingt gesehen haben sollten? Oh Mann, so viele. Du musst dir die Napali-Küste auf Kauai, die Vulkane auf Big Island und die Rotohana auf Maui ansehen.
Ordnungsgemäß notiert. Sieht so aus, als würde ich mindestens ein paar Wochen brauchen, um wirklich alles zu erleben, was Hawaii zu bieten hat. Vertrau mir, du wirst es nicht bereuen. Hawaii ist wirklich ein einzigartiges Reiseziel. Ich kann es kaum erwarten, dass du es selbst siehst.